Wir sind Valeria und Lukas und zusammen mit unserem kleinen Offroad-Camper reisen wir um die Welt. In den letzten 1,5 Jahren hat uns unsere Reise über die Türkei in den Kaukasus gebracht, über die wunderschöne arabische Halbinsel und über Russland nach Zentralasien. In den letzten Episoden haben wir die wunderschöne Bergwelt Tadschikistans und die spektakulären Hochebenen und Bergpässe des Pamir Highways erkundet. So, wir haben es zum Karakulsee geschafft. Wir sind jetzt auf 3900 irgendwas Meter. Mit dem Auto kann man leider nicht ganz bis zum Seeufer fahren, weil es ist alles so Sumpfgebiet. Deswegen recht viel weiter als wir da hinten können wir gar nicht hinfahren. Wir gehen jetzt aber zu Fuß bis ans Ufer. Und ja, die Landschaft ist einfach unglaublich schön. Auch das Licht gerade, ja, mega schön einfach alles. Der ganze Boden hier ist so weiß, aber ich glaube, das ist einfach nur Salz, weil das ist ein Salzsee. So wie bei Herr der Ringe, Sumpfgebiet. Was? Da ist er, ja. Schön, oder? Guten Morgen!
Wir haben ja gestern dann direkt am Seeufer bzw. in der Nähe des Seeufers geschlafen. Die Nacht war sehr, sehr ruhig, aber auch sehr, sehr kalt. Ich glaube, wir hatten -3 Grad. Ich glaube, die kleinen Dümpel da vorne sind auch ein bisschen gefroren. Wir haben jetzt die Sachen zusammengepackt. Lukas ist da hinten beim Tanken. Wir werden dann heute ein kleines Stückchen rund um den See herumfahren, um einfach mal eine andere Perspektive vom See zu haben. Und ich glaube, später werden wir auch mal ins kleine Dörfchen Karakul hinüberfahren und da vielleicht mal ein bisschen Wasser auffüllen. So, wir sind jetzt wieder ein bisschen südlicher vom Karakulsee. Wir konnten ja nicht weiter, weil die Grenzen nach Kirgisistan zu sind. Durch irgendeinen Konflikt und deswegen können wir leider nicht über die Grenzen fahren. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Murgab zurück. Aber bevor wir jetzt weiter Richtung Murgab fahren, machen wir noch einen kleinen Abstecher ins Bartangtal. Das ist so eine Offroad-Strecke, die da durchführt. Aber wir fahren nicht die ganze, wir fahren nur ein kleines Stück rein und dann wieder zurück und dann nach Murgab. Weil danach fahren wir noch eine andere Strecke und deswegen geht das nicht anders.
Das abgelegene Bartang Valley zählt für viele Reisende zu den am schwersten zugänglichen Seitentälern des Bamir Highways. Die Durchquerung des Bartang Valleys gilt zu Recht als echtes Abenteuer. Doch oftmals ist die Strecke vor allem im mittleren Teil wegen Erdrutschen und Überschwemmungen komplett unpassierbar. So, wir haben es jetzt ins Bartang-Tal geschafft, ein kleines Stückchen zumindest. Wir haben jetzt ganz einen schönen Platz gefunden, mit wunderschöner Aussicht auf diese Gletscherberge da hinter mir. Es ist ein bisschen windig und kalt, deswegen verkrümeln wir uns jetzt in die Kabine rein und machen uns eine gute Lasagne. Morgen geht es dann für uns weiter Richtung Murghab und da fahren wir dann wieder über den Hohen Pass und ich hoffe, das Wetter spielt auch wieder mit. Dieses Loch hier, das soll ein Meteoritenkrater sein, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.